Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema: Trotz Gold- und Silberkorrektur weitere Ausbrüche bei Top-Goldaktien. Disclaimer: Trotz Gold-Silber-Korrektur weitere Ausbrüche bei Top-Goldaktien. Korrektur bei Goldaktien. In den kommenden Wochen wird der Goldpreis wahrscheinlich bis 1830 $ korrigieren, was die letzte Gelegenheit zu einem Einstieg bei Gold vor Erreichen des Allzeithochs im April sein dürfte. Ja, so sieht das der Chartist. Etwas weitergehende Korrektur und dann zieht der Goldpreis weiter hoch und dürfte sein neues Allzeithoch im April erreichen. Interessant ist meines Erachtens zu sehen, dass viele Top-Gold-Aktien gar nicht diese Korrektur mitmachen. Sie müssen also die Schwäche nutzen, diese Goldaktien weiter einzusammeln, solange sie nicht so völlig überdynamisch steigen. Das dürfte dann in den nächsten Wochen, Monaten einsetzen. Und da dürften viele von diesen Penny-Gold-Aktien in den Dollarbereich geben mit dem neuen Allzeithoch. Schauen wir uns zum Beispiel gleich mal an. Ähm, Hier nochmal eine Goldaktie der Superlative. Die hat einen Top-Gold gehabt, Top-Geologe an Bord, eine Top-Homestake-Story, erzähle ich Ihnen gleich mehr zu, ein Top-Rechtsgebiet, hier nochmal das Rechtsgebiet, wo es liegt, Süddakota. Ja, absolut für Gold etc. Produktion, die nördlichen US-Bundesstaaten sind absolut gut dafür, denke ich mal. Also ein Top-Rechtsgebiet in dem Sinne. Also es ist ein Top. Ähm, ja, also es kam jetzt eine neue Meldung rein. Ich habe über die Aktien in der Vergangenheit ja schon öfters gesprochen. Die gefielen mir ja schon immer, eben auch wegen dieser Story. Erstmal zur neuen Meldung. Das Unternehmen meldet neue hochgradige Goldentdeckung, Projekt Rochefort Black Hills, Süddakota. Das kam, glaube ich, gestern rein. Das Unternehmen freut sich, die Entdeckung eines bedeutenden neuen Zone mit hochgradigen Goldmineralisierungen in einer Eisenformation und das Ziel Standard Mine im nordöstlichen Teil des Bergbautistrikts Rochefort bekannt zu geben. Die 16 Schürfproben mit durchschnittlich 64,9 Gramm pro Tonne wurden während der geologischen Feldkartierung von zwei neuen Oberflächenzonen mit Mineralisierung entnommen. Die erste Zone, bekannt als Birdsong, lieferte sechs Schürfproben aus einem Gebiet von 45 mal 30 Meter mit durchschnittlich 39,3 Gramm pro Tonne Gold, während die zweite Jackpot 10 Proben mit durchschnittlich 80,3 Gramm pro Tonne Gold aus einem Gebiet von 25 mal 15 Meter liefern. Diese beiden Ziele befinden sich 280 voneinander entfernt auf interpretierbaren separaten Fallstrukturen innerhalb der Eisenformation. Frühere Proben ergaben Werte von bis zu, das sehen Sie jetzt nicht, ich glaube, 13 Gramm pro Tonne. Das heißt, bis jetzt wurde eigentlich, das war schon immer hochgradiges Gold, jetzt wird aber eben von absolut hochgradigem Gold ausgegangen. Das ist ein neues Superlativ. Und wir hoffen ja, dass in einer potenziellen Goldmania, sagen wir bei Gold 2500, diese Superlative voll zum Wirken kommen. So, jetzt haben wir den Superlativ neue zusätzliche Goldentdeckung, hochgradig Gold, Superlativ Nummer eins. Grundsätzlich ist die Story von dieser Goldaktie ungeheuer interessant und könnte den Kurs auch befeuern. Also das ist, wie gesagt, ein Goldprojekt in Süddakota, USA. Das Unternehmen erkundigt erstklassige Goldprojekte in Süddakota entlang des Homestake-Goldtrends. Das Homestake-Mine war eine der erfolgreichsten Goldlagerstätten in der westlichen Hemisphäre und das Unternehmen glaubt, dass der Gürtel Aussicht auf mehrere weitere Weltklasse-Lagerstätten bietet. Mit Nelson Baker ist ein Top-Geologe dort. Homestake-Mine in der Nähe von Leeds, South Dakota, war die größte und tiefste Goldmine Nordamerikas und produzierte zu einem bestimmten Zeitpunkt 10% der weltweiten Goldproduktion. Während der 125-jährigen Lebensdauer der Mine produzierte Homestake mehr als 42 Millionen Unzen Gold und eben mit einem Durchschnittsgehalt von 8,38 Gramm pro Tonne. Und dieses Unternehmen glaubt eben ähnliche Entdeckungen zu machen
Das ist ja die ältere Meldung und die Meldung von gestern zeigt eben das hochgradige Gold. Damit könnte sich bei den Investoren, das zeigt ja auch der Kursanstieg, manifestieren, oha, es kommt vielleicht ein Potenzial wie dieser alten Homestick-Mine. Homestick-Mine, das ist übrigens die von 1929 bis 1932 wo sage ich mal, der Dow Jones um 90% gegenüber Gold gefallen ist diese Goldmine enorm gestiegen, hat sich nämlich versechsfacht. Das heißt, die Lösung wäre damals eben gewesen, während der Weltwirtschaftskrise in dieses Unternehmen zu investieren. Und nun haben wir eine neue Story, die darum exploriert und glaubt, ähnliches Potenzial zu finden. Wir wissen ja, was Goldaktienkurse treibt. Das ist die Story. Also die Story ist absolut phänomenal. Äh, ähm, das ist eben einer derselben, dass es möglicherweise sich um die größte Goldmine der westlichen Welt handeln könnte. Das könnte ein richtiger Treiber sein. Ich meine, klar, da muss viel zusammenkommen, darf nicht übernommen werden, das Unternehmen. Also wir haben USA, wir haben hochgradiges Gold, wir haben diese enorme Homestake-Mine, größte, ehemalige größte Goldmine der westlichen Welt war nebenan. Der Top-Geologe, auch nicht ganz unwichtig. Und dann Jurisdiction USA. Zumindest jetzt für die Goldproduktion dürfte das absolut interessant sein. Das sind meines Erachtens, haben wir da vier Faktoren. Wenn jetzt, sagen wir mal so, wir sehen ja, der Goldpreis schwächelt, aber wenn jetzt der Goldpreis sich dauerhaft über 2000 $ etabliert und die Anleger glauben, 2500, 3000 ist auch möglich, dann könnte diese Erwartungshaltung in diese Aktie eingepreist werden. Ich sage nicht, dass es ein super Erfolg ist, das weiß kein Mensch. Wir können uns dem nur annähern, wir können das verteilen, Goldaktien, aber wir sollten zusehen, dass wir solche Superaktien mit solchen Superlativen uns positionieren, in der Erwartung, und die Vergangenheit hat es gezeigt, dass solche Superlative dann irgendwann, und wir haben gleich hier vier von, bewertet werden. Und der Ausbruch ist gekommen. Die hat jetzt auch gar nicht mit der Gold- und Silberpreiskorrektur, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, ist es eben Beispiel, hat diese Aktie gar nicht großartig mit korrigiert. Also sie ist noch bezahlbar zu haben. Klar kostet sie nicht mehr 4 Cent, wie Sie hier unten sehen, sondern ich glaube, man muss jetzt 12, 13, teilweise ist es bis 14, 15 Cent schon gehandelt worden, hat jetzt wieder etwas nachgegeben, ist natürlich mir nicht so billig zu haben. Aber wenn es 1000 Bäcker gibt, dann sind sie aus solchen Stoff, wie Sie es hier sehen. Und wenn wir jetzt wirklich, was wiederum noch keiner so richtig glaubt, vor einem wirklichen Goldboom stehen, könnte eben hier eine extreme Bewertung eintreten. Aber das gibt es nicht mit Vorhersage. Das kann man nur beobachten. Man kann sich beteiligen. Wenn sie gut läuft, vielleicht weiterkaufen, solange sie noch bezahlbar ist. Und andere Goldaktien, Penny-Goldaktien mit Superlativen zu bewerten. Aber wenn es erfolgreiche Aktien geben kann, wo diese Mean-Story laufen soll, dann ist es so ein Typus. Das wollte ich nur sagen, ist natürlich wie eh und je keine Kaufempfehlung. Ich möchte einfach nur meine Meinung sagen, wie ich die Situation bei Goldaktien sehe. Und ich finde einfach Penny Stocks Aktien, wo eigentlich im Grunde genommen alles stimmt, die Superlative da sind. Und wir sind jetzt gerade in einer Korrektur, die Euphorie ist wieder raus. Noch ist es bezahlbar. Und ich meine, solche Aktien können ohne Probleme dann auf $1 ganz schnell gehen. Und wir hoffen natürlich, dass sie dann, wenn dann Gold auf 2,3, 2,5, wo auch immer hinsteigt, dass sie dann massiv in den Mehrdollar-Bereich gehen und vielleicht dann 2, 3, 4, 5, irgendwo vielleicht in der Spitze 5 bis 10 ist vielleicht denkbar. Das ist das Interessante an diesen Aktien. Und 10 und wer die bereits eingesammelt hat, ein bisschen nachgehofft, 10.000 davon sind gar nicht so ein großes Ding. Und wenn sowas bis 5 bis 10 $ steigt, ist das schon ein ganz schön ordentlicher Gewinn. Ja, also meiner Meinung nach interessant, sollte man sich mal ansehen und weiter beobachten zumindest. Ja, das ist dasselbe. Das haben wir eigentlich mehr vor Augen, wenn wir von diesen Goldaktien
reden, dass da eben Aktien hier von 15 nach 20 Cent, 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen ist. Teilweise kommt man aus 1000 Dollar relativ häufig eine Viertelmillion machen. Das erhoffen wir uns natürlich auch jetzt, dass, wenn Gold sich dauerhaft über 2000 etabliert, auf 2500 steigt, dass es zu ähnlichen Kursbewegungen kommt. Das ist die große Hoffnung. Und ja, was kann man machen? Man kauft eben Goldaktien mit großen Ressourcen, wie ich gerade beschrieben habe, mit Superlativen in der Hoffnung, dass es in einer Preisübertreibung dementsprechend bewertet wird. Ja, 1000 Becker Report. Ja, wir sortieren das Ganze nach moderaten und sehr Risiko, rechnen diesen Potenzialfaktor, soweit es möglich ist, setzen also Marktkapitalisierung und Länderrisiko, Grad des Goldes in Relation, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt und ja, dass Sie einfach wissen, was kann man vielleicht kaufen, wenn der Goldaktienmarkt heiß gelaufen ist. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, das ist einfach ein schnelles Tool, um immer an physische Ware zu günstigen Preisen zu kommen. Ist sicherlich auch mal interessant anzuschauen, weil bei Edelmetallhändlern könnte es unter Umständen eng werden. Ja, Preisvergleich natürlich machen auf gold.de, bevor man überhaupt physische Ware kauft. Und dann vielleicht noch ein paar Informationen habe ich dabei gefügt. Mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, welchen Broker in der Schweiz, wo kann man das in Schweiz oder Liechtenstein einlagern, Langfristscharf von Gold, Silber und Uran, Goldaktien, Goldratio, Bücher über Goldaktien, weitere Diskussionsportale wie COCA, ja, Infos von guten Statisten, weitere Videos von Experten. Uwe Berggold ist nicht immer sehr interessant zu lesen. Wenn Sie Fragen, Kontakt, Zustellungsprobleme, was auch immer haben, rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie eine Mail. Sobald ich Zeit habe, melde ich mich dabei. Ich bedanke mich noch ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dass der Inhalt natürlich gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, Sie sofort über neue Videos informiert werden, ein Like geben, weil das hilft dem Algorithmus, dass anderen Interessierten dieses Video vorgeschlagen wird. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.